Willkommen bei JBSD. In dieser neuen Reihe werden wir uns Bunkeranlagen in Berlin anschauen. Wir beginnen mit dem Volkspark Humboldt-Hain und einem Bauwerk, das sehr auffällig aus dem Park herausschaut. Im Volkspark Humboldt-Hain befinden sich zwei Anhöhen. Die nördliche bietet euch zwei Aussichtsplattformen. Von dort aus habt ihr einen wunderschönen Blick über Berlin. Diese Aussichtsplattformen waren einst ein Teil von dem sogenannten Flugabwehrkanonenturm oder kurz Flakturm Humboldt-Hain. Unser heutiger Gastredner und Bunkerexperte Ben wird euch jetzt genauer erklären, warum diese Bauwerke gebaut wurden und wie viele es davon gab. Außerdem berichtet er euch, wie sie einst funktioniert haben. Mit dem ersten Luftangriff der Engländer im August 1940 wurde der NS-Führung klar, dass Berlin entgegen ihrer Propaganda doch angreifbar war. Wohl deshalb befahl Hitler im September 1940 ein sogenanntes Bunkerbauprogramm für die Reichshauptstadt. Dieses umfasste neben dem Bau von Schutzräumen für die Zivilbevölkerung auch die Errichtung von Luftwehrtürmen. 4 dieser künstlich erhöhten Flakstellungen sollten im Stadtgebiet entstehen. Ziel war es, dass die sich überlappenden Schussfelder der Flugabwehrkanonen, der Flak, eine Art schützendes Dach über dem Stadtzentrum und damit auch über dem Regierungsviertel bilden. Als Standpunkte schienen die Berliner Parks geeignet, die den notwendigen Platz für die riesigen Bunker boten. In der Planung waren der Tiergarten westlich, der Volkspark Friedrichshain östlich, nördlich der Volkspark Humboldt-Hain und im Süden die Hasenheide. In der weiteren Planung wurde auf diesen letzten Standort allerdings verzichtet, da der in der Nähe liegende Flughafen Tempelhof mit seiner Luftabwehr ausreichend erschien. So begann man im Oktober 1940 nach Plänen von Albert Speer und maßgeblich Friedrich Thams mit dem Bau des ersten Turmpaares im Tiergarten. Es hatte sich gezeigt, dass es notwendig war, die sensible Mess- und Ortungstechnik von den Geschützen räumlich zu trennen, da die Erschütterungen beim Abschuss Messdaten verfälschen konnten. Ein Turmpaar bestand deshalb aus dem kleineren Feuerleitturm und dem größeren Geschützturm. Die auf dem Leitturm erfassten Daten wurden zu Schusswerten umgerechnet und über 2 unterirdisch verlegte Kabel direkt in die Feuerstellung auf dem Dach des Geschützturmes übertragen. Dieser Turm hatte eine Höhe von knapp 40 Metern und Kantenlängen von 70 x 70 Metern außen. Die Höhe war notwendig, um die Geschütze über die Dächer der Berliner Häuser zu heben und so ein freies Schussfeld von 360 Grad zu generieren. Als nach ca. 6 Monaten Bauzeit das erste Paar im April 1941 im Rohbau fertiggestellt war, zog die Baustelle um in den Volkspark Friedrichshain, um dort im Sommer 1941 das zweite Bunkerpaar zu errichten. Nach Fertigstellung dort ging es dann im Winter 1941/42 im Humboldt-Hain weiter. Dort wurde die letzte Anlage dieser Art in Berlin gebaut. Weitere Flaktürme entstanden in Hamburg und Wien. Diese riesigen Bunkeranlagen funktionierten komplett versorgungsautonom, das heißt, es gab neben der städtischen Stromversorgung eigene Notstromaggregate mit ausreichend Betriebsstoffen, einen eigenen Tiefbrunnen für die Wasserversorgung und Lebensmitteleinlagerung. Untergebracht war das im Erdgeschoss des Geschützturmes. Insgesamt verfügte das Bauwerk über 5 innenliegende Geschosse, die von ca. 2,50 Meter dicken Außenwänden und einer 3,80 Meter starken Stahlbetondecke geschützt wurden. Im ersten und zweiten Geschoss waren von Anfang an mehrere tausend Schutzplätze für Zivilisten geplant und untergebracht. Im dritten Obergeschoss befand sich ein gut ausgestattetes Lazarett und verschiedene Forschungseinrichtungen. Das 4. und 5. Obergeschoss schließlich war für die Unterbringung der Geschützbedienungen vorgesehen. Auf dem Dach waren auf den 4 markanten Ecktürmen die Flugabwehrkanonen aufgestellt. Da man produktionsbedingt noch nicht gleich auf die Endbewaffnung zugreifen konnte, erfolgte die Erstausstattung mit 10,5 cm Flak der Marine. Diese wurden dann ab 1942 sukzessive gegen die Endbewaffnung ausgetauscht. Eingesetzt waren damit dann Geschütze vom Kaliber 12,8 cm, ausgeführt als Zwillingskanone. Die maximale Schusshöhe betrug 14.800 Meter und es konnte pro Rohr eine Kadenz von 8 bis 12 Schuss pro Minute erreicht werden. Die Munitionszuführung erfolgte über innenliegende Kettenaufzüge vom Erdgeschoss direkt bis auf die Feuerstellung auf dem Dach.
Alle Geschütze aller Türme konnten zusammen einen bestimmten Luftraum gemeinsam bekämpfen. Allerdings blieb die tatsächliche Verteidigungsleistung hinter den Erwartungen zurück. Der Munitionsverbrauch stand in keinem Verhältnis zu den abgeschossenen Flugzeugen. Aufgrund ihrer hohen Reichweite wurden die Kanonen zum Kriegsende auch in den Endkampf gegen die vorrückende Rote Armee einbezogen. Zum Zeitpunkt der Planung der Flaktürme war noch der sogenannte Endsieg angedacht. Daraus resultiert die Frage, was wäre denn mit diesen riesigen Bauwerken passiert, die ja rein militärischer Natur sind, wenn das nationalsozialistische Deutschland den Krieg tatsächlich gewonnen hätte. Dazu erklärt euch Gerbi einiges. Schon bei den ersten Besprechungen zum Bau der Flaktürme in der Reichshauptstadt im September 1940 wird allen Beteiligten klar gewesen sein, dass solch monumentale Bauwerke das Stadtbild nachhaltig verändern würden. Zumal ein späterer Abriss dieser Bauwerke nach einem gewonnenen Krieg allein schon aus propagandistischen Gründen ausschied. Die Bauten sollten nach dem Krieg natürlich von ihrer Unbezwingbarkeit zeugen. Daher wurde schon früh in der Planung auch auf städtebauliche Belange Rücksicht genommen. Die Türme mussten verkehrstechnisch gut erreichbar sein und sich möglichst harmonisch in das Stadtbild Berlins einfügen. Alle an der Planung Beteiligten, zum Beispiel Reichsminister Todt, Professor Tams oder der Generalbauinspekteur der Reichshauptstadt Albert Speer, entwickelten nun gemeinsam ein Konzept zur Nachnutzung der Türme. Speer verlangte bei der Aufstellung der Türme in den bestehenden Parks bereits auf vorhandene Häuserfluchten und Straßenachsen Rücksicht zu nehmen. Bei der Bauausführung wurden bereits Fensteröffnungen eingeplant und die Fassade sollte später mit Naturstein verkleidet werden. Über die spätere Verwendung der Türme konnten nur grobe Vermutungen geäußert werden. Schon in Kriegszeiten waren Aufbau und Nutzung der einzelnen Etagen der Türme sehr verschieden. Man plante wohl grob eine Nutzung mit Kinosälen, Theatern, Gastronomie und Lagerstätten für Kunstgegenstände der Berliner Museumsdepots. Ganz gleich, welche Nutzung sich in den Türmen befunden hätte, war eins klar: sie braucht Tageslicht. Daher auch die auffällige Zahl der Fensteröffnungen. Dort, wo in Kriegszeiten kein Innenlicht benötigt wurde, wurden diese einfach vermauert. Die restlichen bekamen beschusssichere Klappen. Im Gegensatz zur Nutzung kann über die Gestalt der Nachkriegsfassade eine sehr genaue Aussage getroffen werden. Es existieren Entwurfszeichnungen, Fotos von Modellen sowie Reste einer tatsächlich gebauten Bemusterungsfläche im Tiergarten. Die Fassade sollte möglichst monumentale Wirkung entfalten, sodass der ganze Turm als Ehrenmal für Helden der Luftwaffe dienen kann. Als Vorbild für die Gestaltung der Fassade diente die italienische Renaissance. Über einem stark rustizierten Sockel sollte ein Fries aus Ehrenkränzen und Schwertern verlaufen, sämtliche Fenster mit Simsen und Lisenen hervorgehoben werden und auf dem Dach anstelle der Geschütze Aussichtsterrassen entstehen. Von dort aus sollte man über die Dächer des neuen Berlins blicken können. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges übernahmen sowjetische Soldaten den Flakturm Humboldthain. Da er im Inneren eine Krankenstation bot, kann man davon ausgehen, dass auch nach dem Zweiten Weltkrieg hier noch Kriegsverwundete versorgt wurden. Er hatte darüber hinaus genug Platz, um auch durch Bombenangriff obdachlos gewordene Menschen Asyl zu gewähren. Mit der Sektorenaufteilung Berlins lag der Flakturm Humboldthain im ehemaligen französischen Sektor. So war es Aufgabe der Franzosen, diesen Bunker zu beseitigen. Hintergrund war die Entmilitarisierungsstrategie der Alliierten. Diese sah vor, militärische Bauwerke verschwinden zu lassen. Der Flakturm Humboldthain ist nicht nur ein Militärobjekt, sondern war auch ein Prestigeobjekt der Nationalsozialisten. Und so wurden übrigens alle 3 Flaktürme und auch Leittürme in Berlin gesprengt. Die Franzosen sprengten Ende der 40er Jahre das Objekt 3-mal. Dabei mussten sie darauf achten, nur den südlichen Bereich zu sprengen, denn der nördliche grenzt unmittelbar an die Bahnanlagen. Heutzutage ist es möglich, mit dem Verein Berliner Unterwelten sogar eine Führung im Inneren zu besuchen. Außerdem kann man sich die Überreste des Bauwerks im Norden frei zugänglich anschauen und von den Aussichtsplattformen über Berlin sehen. Wir werden uns in Berlin auch weiter umsehen und weitere Bunkeranlagen entdecken. Bis bald!